Hallo meine lieben Freunde von Altem Lego. In der dritten Folge unserer Serie über die legendäre Graue Eisenbahn von 1980 packen wir heute das 4,5 Volt Batterie-Güterzugset 7720 aus. Es ist ein echtes Starter-Set. Man braucht nur 3 Batterien einlegen und kann schon losstarten. Motor- und Batteriewagen stammen noch vollständig aus der blauen Ära und sind auf dem Stand von 1972. Das Set ist relativ häufig und ich habe gleich auf den italienischen Kleinanzeigen ein passendes Angebot gefunden. 80 € ist für so ein Zugset ein fairer Preis. Ich habe vom Verkäufer noch mehrere Detailfotos verlangt, weil bei diesem Set der Batteriewagen immer ein sehr empfindliches Stück ist. Er hat häufig Kontaktschwierigkeiten, die Batterien können ausgelaufen sein und die Kontakte sind oft korrodiert. Ich habe dem Verkäufer auch genau gesagt, wie ich das Paket verpackt haben möchte. In wenigen Tagen ist das Paket schon bei mir angekommen, zu niedrigen Versandkosten um 10 €. Jetzt öffnen wir es gemeinsam. Der Versandkarton ist innen gut ausgepolstert. Die Originalverpackung mit dem Set ist mehrfach mit Luftpolsterfolie umwickelt. Das ist beim Auspacken etwas umständlich. Das Set ist schon halb aufgebaut in die Fächer einsortiert. Die Verpackung ist nicht mehr in sehr gutem Zustand und der Klappdeckel ist aus dem Leim gegangen. Die Originalverpackungen sind zwar immer sehr interessant, aber ich sammle eher nur die Sets für Dioramen und nehme die Packungen nur, wenn sie zufällig beim Set dabei sind. Bei dieser Packung war der Klappdeckel an der oberen Seite mit 2 Leimstreifen aufgeklebt. Der Deckel hat sich schon vollständig abgelöst, das ist hier sehr unpraktisch. Deshalb klebe ich jetzt den Deckel ganz einfach wieder mit 2 Streifen Heißkleber an. Auf den Verpackungsbildern sieht man, dass der Batteriewagen mit schwarzen Magnetkupplungen geplant war. Im Set wurden dann aber doch die alten roten und blauen Magnetkupplungen beibehalten. Auf der Vorderseite der Packung ist rechts ganz groß das neue 4,5 Volt Logo mit den 3 Batterien im Schienenkreis. Schon auf der Vorderseite der Packung sind unten 2 Fotos von Alternativmodellen. Auf den Längsseiten gibt es ein Foto vom Set und den Altershinweis ab 6 Jahren in 5 Sprachen. Auf der Hinterseite werden vorwiegend die Spielfunktionen mit den neuen Minifiguren dargestellt, die 2 automatischen Schaltungen mit dem Flügelsignal und dem Fahrtrichtungsumschalter, die neuen Magnetkupplungen und Schienen, die alten Bahnschranken und unten ein Foto von einem Alternativmodell. An der Innenseite gibt es genauso die Funktionen, Alternativmodelle und das übliche Foto mit dem spielenden Kind in der Mitte. Es ist eine beklebte Styroportasse. Am Rand sieht man die Klebepunkte, wo der transparente Innendeckel von den neu versiegelten Packungen aufgeklebt war. In der Styroportasse sind 3 dünne Kunststoffsortierfächer eingesetzt, links und rechts 2 grüne, in der Mitte ein transparentes Fach, damit man die unten liegende Bauanleitung sehen kann. Hier ist auch der neue Eisenbahnkatalog von 1981 dabei. Derselbe Katalog blieb mit erneuerter Jahreszahl auch 1982. Diese Ausgabe ist für Großbritannien, Italien und Frankreich. Als einzige richtige Neuheit gab es den einfachen roten Schnelltriebwagen 7725 ohne Drehgestelle für alle, die sich nicht den gelben Intercity 7740 leisten konnten. Sonst gab es als Neuheit nur das ferngesteuerte Entkuppelungsgleis und das Ideenbaubuch. Hier sehen wir die Katalogseite mit unserem Batteriezug Starter-Set 7720, das neben dem Schiebezug als ideale Packung für kleinere Kinder ab 6 Jahren anstatt ab 8 Jahren angeboten wird.
Hier haben wir die Bauanleitung. Es ist ein gebundenes Heft mit 26 Seiten. Wie in dieser Zeit üblich, ist auf der oberen Hälfte der Titelseite das Set dargestellt und auf der unteren Hälfte starten gleich die Bauschritte. Zuerst die Figur, dann die Lokomotive, das Dach vom Batteriewagen, der Niederbordwagen, Hochbordwagen, die Rampe und der Radlader. Auf Seite 14 und 17 gibt es dann noch 2 ausführliche Bauanleitungen für eine alternative Dampflokomotive und eine Diesellokomotive mit allen 4 roten Türen. Dann werden noch die automatischen Fahrschaltungen und die Bahnschranken gezeigt, Schienendiagramme und die Nachrüstmöglichkeit mit dem 12-Volt-Motor. In der Packung ist ein 70 x 95 cm großes Schienenoval enthalten, mit einem vollständigen Schienenkreis aus 16 Segmenten und zusätzlich noch 8 geraden Schienensegmenten. Es ist der alte Bahnübergang von 1968/69 dabei. Die Aussparung für die 12-Volt-Mittelschiene ist mit einer großen, dicken 2x14 Fliese abgedeckt. Links und rechts kommen die 2 unterschiedlichen Bahnschranken mit 4 blauen 1x2 Steinen als Halter. Der Bahnübergang passt genau zwischen 2 Schwellen einer Gleislänge. Das Flügelsignal gibt es auch schon seit 1968, damals aber noch für eine ältere Schaltung. Der Batteriewagen kam erst 4 Jahre später. Zuerst war das Flügelsignal blau, seit 1972 ist es rot. Das Flügelsignal steuert den Batteriewagen. Wenn man es mit dem Hebel auf Stopp stellt, hebt sich die Mittelschiene an und betätigt den Stoppknopf unten am Batteriewagen. Am Batteriewagen ist auch ein Fahrtrichtungsumschalter. Der Hebel wird mit diesen 2 roten Pflöcken mit dreieckigem Querschnitt gesteuert. Diese Pflöcke gab es seit 1968 in weiß, seit 1972 sind sie rot. Hier ist nur einer dabei gewesen, deshalb nehme ich noch einen alten weißen dazu. Der blaue Batteriewagen ist eigentlich der erste Güterwaggon von diesem Zug. Er hat aufgeklebte Türen, enthält die 2 elektrischen Schaltungen und hat sonst keinerlei Spielmöglichkeiten für Minifiguren oder für Ladegut. Dieses Modell hier ist der neue Batteriewagen von 1981, den man am zusätzlichen Mittelloch am Stecker erkennt. Das Dach ist ein 2 Platten hohes Bauteil, darauf kommen dann nochmal die grauen 33 Grad Dachsteine. Der Batteriekasten hat 2 sehr empfindliche Schaltungen. Außen ist auf einer Seite der rote Schalthebel. Es ist der Ein- und Ausschalter, aber gleichzeitig auch der Umschalter für die Fahrtrichtungsumkehr am roten Pflock, den man am Gleis befestigt. Als zweiten Schalter gibt es an der Unterseite den Druckknopf als Stromunterbrecher. Wenn man das Flügelsignal auf Halt stellt, dann unterbricht der Druckknopf den Stromkreis im Batteriewagen. Den 4,5 Volt Motor gibt es schon seit 1966. Der Batteriezug-Baukasten startete mit dem alten Motor und 1981 bekam der Stecker in der Mitte eine Rille für den neuen Mittelstift. Auf die 4 Räder kommen graue Haftreifen aus Gummi. Bei diesem Set sind noch die originalen alten dabei, aber sie sind vollkommen ausgehärtet, spröde und nicht mehr verwendbar. Statt den alten originalen Haftreifen ziehen wir jetzt neue auf, die ich nachgekauft habe. Auf jedes Rad kommt ein grauer Haftreifen. Das Gehäuse der roten Dieselrangierlok ist schon fertig zusammengebaut. Sie ähnelt sehr stark dem Design der Packung 183 von 1976. Sie hat jetzt aber die neuen Türen zum Öffnen. Wir haben 8 neue Scheinwerfersteine von 1980,
die neuen seitlichen Aufstiegsleitern. Diese Packung stammt wegen dem beiliegenden Katalog wahrscheinlich von 1981 und es ist schon das neue Kabel mit dem Kunststoffmittelstift dabei. Wir stecken den Motor an und setzen das Gehäuse auf. Der schwere 4,5 Volt Motor ist nur mit 4 Noppen am Zuggehäuse befestigt. Dieses Problem wurde im Nachfolgemodell 7722 behoben. Zwischen den Achsen gibt es eine hellgraue Aufstiegsleiter in das Führerhaus. Auf der Rückseite haben wir einen roten 1x2 Kabeldurchführungsstein. Diesen gibt es schon seit den ersten Leuchtsteinen von 1957. Aber die alten Steine hatten eine etwas größere Kerbe. Wegen dem Kabeldurchführungsstein kann man gerade beim Rücklicht nicht so gut einen Leuchtstein nachrüsten. Bei den Frontscheinwerfern geht das vollkommen unproblematisch. Von den 6 schwarz-weiß gestreiften Warnaufklebern fehlen hier nur 2. Den langen von der Rückseite habe ich in einem Fach der Verpackung entdeckt. Da sind alle Restaufkleber vom Bogen zu einem Klumpen zusammengeklebt. Wenn man die Aufkleber etwas erwärmt, dann kann man sie sehr leicht auseinanderziehen und die originalen Aufkleber auf das Modell übertragen. Ein einziger seitlicher kurzer Warnstreifen fehlt. Ich nehme ihn von einem Replacement-Stickerbogen, aber wir sehen, dass dort die Aufkleber falsch geschnitten sind. Sie sind einige Millimeter zu lang, deshalb stimmt auch das Strichmuster an den Ecken nicht mehr. Ich werde den Aufkleber später mit einer Schere zurechtschneiden. Es ist eigenartig, warum die Replacement-Sticker nicht das richtige Format haben. Vorne und hinten kommen die schwarzen Magnete an die Grundplatte und am Dach fehlen noch die 4 hellgrauen 3x4 33 Grad Dachsteine. Der Lokführer kann über die Einstiegsleiter zum Führerstand hochsteigen. Er macht die Seitentüren auf, innen gibt es aber keinen Sitz und kein Armaturenbrett. Er muss einfach auf dem Motorblock sitzen. Der zweite Waggon ist ein Flachwagen mit 8 grauen Gartenzäunen am Rand. In der Mitte haben wir einen Unterbau aus gekreuzten schwarzen Platten. Vorne und hinten müssen wir mit Platten die Pufferbalken mit den Magnetkupplungen befestigen. Unter den Achsen sind Halter aus schmalen, umgekehrten Schrägsteinen. Darauf kommen die 2 Achssteine mit den roten Eisenbahnrädern. Auf der Ladefläche hat der Flachwagen schwarze Platten zur Ladungssicherung. Es wird ein kleiner gelber Kompaktlader transportiert. Er ist ähnlich gebaut wie das 6630. Er hat aber vorne und hinten Lichter aus den neuen, runden, transparenten 1x1 Platten, die 1980 ganz speziell für die blaue Eisenbahn eingeführt wurden. Der Radlader hat 2 große neue 21 mm Reifen. Hinter dem Lenkrad sitzt ein Bauarbeiter als Fahrer. Auf der Motorhaube ist ein kleiner Frontlader mit einer großen Schaufel. Der Kompaktlader kann über eine Laderampe vom Waggon herunterfahren. Der Unterbau der Laderampe besteht aus schwarzen Steinen und Platten. Für die Auffahrt gibt es eine Scharnierplatte, dahinter auf Jumperplatten Grundsteine mit einem hellgrauen 33 Grad Dachstein als Unterstützung. 2 graue 6x12 Platten werden als Auffahrt und als Rampenfläche genutzt. Die Auffahrtsrampe für den Güterzug 7720 hat eine ähnliche Bauart und Größe wie der Bahnsteig vom Personenzug 7710. Mit den 2 vorstehenden Platten an der Rückseite wird die Auffahrtsrampe am Gleis befestigt. Über die Rampe kann man mit dem kleinen Kompaktlader vom Flachwagen herunterfahren und wieder hinauffahren. Der dritte und letzte Waggon ist ein gelber Hochbordwagen mit einer roten Bremserkabine.
Er hat einen ungewöhnlich langen Radstand von 18 Noppen im Vergleich zu den üblichen kurzen Waggons mit 16 Noppen. Auf der Seite der Ladefläche setzen wir die zweite gelbe Bordwand auf. In den gelben Bordwänden gibt es Fensterrahmen mit Fensterläden als Ladeluken. Und hinten kommt das rote Bremserhäuschen mit 2 roten Eisenbahntüren und vorne einem schmalen und hinten einem breiten Eisenbahnfenster. Auf das Dach kommen die hellgrauen 33 Grad Dachsteine. Mit den Teilen aus der Bremserkabine kann man von der Rangierlokomotive eine größere E-Lok mit 2 endständigen Führerständen bauen. Den Hochbordwagen kann man mit dem Radlader beladen. Zuerst fahren wir mit dem Kompaktlader vom Flachwagen auf die Verladerampe, dann rangieren wir mit dem Zug wieder nach vorn und können mit dem Frontlader den Hochbordwagen beladen oder durch die Ladeklappen entladen. Meines Wissens nach waren bei diesem Set keine extra Steine als Ladegut dabei. Den Bagger stellen wir jetzt wieder auf den Flachwagen und hier kommt auch schon die dritte Figur aus diesem Set. Es ist der Zugführer, der jetzt am Zugende in das Bremserhaus einsteigt und das Abfahrtssignal gibt. Mit dem Hebel am Batteriekasten schalten wir den Zug ein. Der rote Pflock am Bahngleis schaltet den Fahrtrichtungsumschalter am Batteriekasten und mit dem Flügelsignal kann man den Zug stoppen und wieder weiterfahren lassen. Jetzt lassen wir den Batteriezug noch eine Runde auf der Anlage drehen. Er fährt natürlich auch auf den 12-Volt-Schienen, allerdings kann man dort wegen der Strommittelschiene das Flügelsignal nicht einbauen. Der Batteriezug fährt vergleichsweise langsam, der 12-Volt-Zug kommt auf eine viel höhere Geschwindigkeit. Wir lassen den Güterzug noch einige Male am Bahnhof vorbeifahren. Am zweiten Schienenkreis fährt die Schiebelokomotive 7810 mit dem wunderschönen roten Motor und mit den 2 kleinen zweiachsigen Personenwagen 7818, die wir uns schon im vorigen Video aufgebaut haben. Mit diesen Bildern schließen wir die heutige Folge mit dem 4,5 Volt Batteriezugset 7720 ab. In der nächsten Woche kommen wir zum 12 Volt Güterzugset 7730. Ich bedanke mich bei euch allen recht herzlich, dass ihr heute zugesehen habt und wünsche euch allen noch ein wunderschönes Wochenende. Auf Wiedersehen!